Wann ist denn Schnarchen harmlos und wann wird's gefährlich? Also ja, das kann man tatsächlich nur auseinander quasi halten, indem man so ein Screening zu Hause macht, also eine ambulante Polygraphie, weil der Laie erkennt nicht so wirklich, ob das Schnarchen gefährlich sind, außer es sind so fulminante Atemaussetzer, dass der Bettpartner schon Angst kriegt. Ja, also das normalerweise ist klassifiziert, also eine Apnoe muss mindestens 10 Sekunden sein, dass sie quasi relevant ist. Und dann spielt bei der Schlafapnoe, also sowohl die Apnoe als auch die Hypopnoe eine Rolle. Ja, die Hypopnoe ist das weniger Atmen mit einer Sauerstoffentsättigung, also Runtergang um die 3%. Ja, und wenn man sich jetzt mal hier hinsetzt, die quasi Luft anhält und sich so ein Sauerstoffmessgerät an den Finger macht, dann schaffen wir keine 3% runter. So krass ist eigentlich die Reaktion des Körpers drauf. Ja, und da quasi dieses Zusammenspiel zwischen den Atemaussetzern und dieses weniger Atmen nachts macht die Schlafapnoe aus, ja, und deswegen kommen meistens die Bettwächter, die sagen, oh, du atmest super unregelmäßig und ich mache mir Gedanken um dich. Ich rüttel dich dann immer und dann ist schon wieder okay, ja, aber das ist was definitiv gefährlich sein kann, wenn es in der Anzahl halt recht hoch ist. Ne? Und das Schnarchen, sagen wir es mal so, das asozial schön, der gibt immer mal wieder, es kommt ein bisschen auf die Anatomie da drauf an. Ja, hat man jetzt so ein fliehendes Kinn nach hinten eher, hat man ein tiefsehendes Gaumensegel, hat man riesen Mandeln, ja, wo im Endeffekt nachts dann der Rachen zusammenfällt oder flattert deswegen dann. Ja, das ist im Endeffekt das reine Schnarchen, ja, wo jetzt keine direkten Atemaussetzer entstehen. Das ist nervig, aber das ist zumindest nicht so relevant für den Körper im Langzeit. Ja. Problematik, ja. Warum merkt man das oft selbst gar nicht? Die Schlafapnoe, weil der Körper sehr leidensfähig ist. Ja, der ist ja Gott sei Dank sehr adaptiv. Ja, also wir gewöhnen uns ja an sehr viel. Ja, durch Stress etc. Kriegt es der Körper doch schon recht gut hin, trotzdem zu funktionieren. Und eine langjährige Schlafapnoe, das fand ich immer ganz interessant bei diesem Patienten mit der LKW-Fahrer, der von diesen Fragebögen her eigentlich super wach war. Also er hat sich selbst richtig wach eingeschätzt, ja, und hatte dann 104 Atemaussetzer pro Stunde. Weil der Körper über lange Zeit Regulationsmechanismen sieht. Oder die Leute legen sich hin, ja, das klappt ja super dann so damit. Also man findet irgendwie Wege, man trinkt 10 Kaffee am Tag, man findet Wege trotzdem zu funktionieren. Und deswegen wird es so eingebaut in den Alltag und deswegen wird es gar nicht mehr so wahrgenommen, weil es ist ja ganz okay. Klar, es ist natürlich auch so, dass es mittlerweile ja genug nicht nur Kaffee gibt, sondern Energy Drinks und Shots und alles Mögliche, was ja dann wieder darauf einwirkt, dass man das gar nicht so mitbekommt. Man modifiziert sich, dass man leisten kann. Ja, wir haben ja mittlerweile auch so ein bisschen ja natürlich unsere Leistungsgesellschaft, die den Schlaf natürlich nicht besser macht, muss man sagen. Ja, ich spreche immer auch gern vom Social Jetlag. Ja, hat ein Kollege geprägt den Begriff. Unter der Woche leisten wir wahnsinnig viel. So in unseren 20ern sind wir dann am Wochenende bis 5 Uhr feiern gegangen. Ja, und so hat das funktioniert. Und das ist natürlich ein Albtraum für den Schlaf. Ja, man ist maximal am Limit unter der Woche und am Wochenende gibt man sich noch richtig die Kante und bleibt noch richtig lange wach. Ja, das ist für den Schlaf ein Albtraum. Ja, weil Schlaf liebt Routinen und Schlaf liebt vorbereitet zu werden. Deswegen macht es wahnsinnig. Es ist ganz spannend, was man unter dem Tage auch schon machen kann, dass man im Endeffekt schon gut in die Nacht startet. Weil ich spreche dann auch immer mit meinen Patienten und sage, ja, nicht nur die 1-2 Stunden vor dem Schlaf sind wichtig, sondern das, wie du deinen Alltag gestaltest. Ja, das macht wahnsinnig viel mit deinem Schlaf und da kannst du schon so Weichen stellen, dass der Schlaf trotzdem funktioniert.